ist ein gesundes Frühstück? Bei vielen beginnt der Tag mit einem Früchtemüsli. Das klingt gesund. Ein aktueller Test aber zeigt, dass uns bei diesen Inhaltsstoffen der Appetit vergehen müsste. In der Mehrzahl der konventionellen Müslis stecken besonders bedenkliche Spritzgifte. Ökotest hat 21 konventionelle und 29 Bio-Früchte-Müslis analysiert. Sie kosten zwischen 80 Cent und 8,52 € je 500 Gramm. Überraschend war, dass wir in sehr vielen Müslis Pestizide gefunden haben, in einigen Kandidaten sogar eine hohe Anzahl an verschiedensten Pestizidspuren. Und in 6 Produkten sogar solche, die in der EU nicht mehr eingesetzt werden dürfen. Vor allem die glutenfreie Variante von Seitenbacher hat das schlechteste Ergebnis geliefert, sagt Vanessa Christa von Ökotest. Im Spitzenreiter haben wir 31 verschiedene Pestizide gefunden. Man muss dazu sagen, dass alle Pestizide im Spurenbereich liegen und keine akute Gesundheitsgefahr davon ausgeht. Dennoch ist ein Mix an verschiedensten Substanzen doch kritisch zu sehen, weil man einfach nicht weiß, ob dieser Mix, also ob die Substanzen untereinander wechselwirken und dadurch dann eventuell eine mögliche Gesundheitsgefahr ausgeht. Deswegen viele Pestizide in einem Produkt besser meiden. Und in beiden konventionellen Seitenbacher Müslis steckt das in der EU sehr umstrittene Mittel Glyphosat. Die Internationale Agentur für Krebsforschung stuft dieses Pestizid als möglicherweise krebserregend ein. Die Europäische Chemikalienagentur hingegen teilt diese Einstimmung nicht und deswegen ist das Pestizid weiterhin in der EU zugelassen. Wir von Ökotest finden allerdings auch, dass dieses Pestizid bedenklich ist und dass es deswegen nicht wünschenswert ist, dass es in den Produkten zu finden ist. Verbotene und umstrittene Pestizide im Früchtemüsli. Ergebnisse, mit denen man in Hessen wohl nicht gerechnet hat. Das ist ein Skandal. Finde ich ganz fürchterlich, müsste verboten werden. Es wundert mich heutzutage nichts mehr. Ja, also es ist eine Sauerei. Das darf nicht sein. Furchtbar. Also ich esse Müsli morgens und also das hätte ich nicht gedacht. Finde ich auf jeden Fall schockierend, sage ich mal, weil man geht ja davon aus, dass gerade Müsli was Gesundes ist zum Essen. Und dann möchte man nicht, dass da Schadstoffe im Essen drin sind. Außerdem sind 14 Müslis durch Mineralölbestandteile verunreinigt. Gefunden wurden gesättigte und aromatische Kohlenwasserstoffe, kurz Mosch und Moa. Und auch die können gesundheitliche Folgen haben. Diese Verbindungen sind Verunreinigungen, die zum Teil aus den Verpackungen auf die Lebensmittel übergehen können. Zum anderen können sie aber auch durch Schmieröle in der Produktion oder in der Ernte auf die Haferflocken oder Rosinen übergehen und dann findet man letztendlich im fertigen Produkt diese Verunreinigungen. Die Mosch reichern sich im menschlichen Körper an und führen zu einer Gesundheitsgefahr langfristig. Und die Moa da sind kanzerogene Verbindungen darunter, das heißt, dass sie langfristig zu Krebs führen können. Immerhin, 21 Produkte bekommen Bestnoten, darunter 16 Bioprodukte, die alle pestizidfrei sind, wie zum Beispiel das Rewe Bio-Müsli, aber auch das Bio-Discounter-Produkt von Penny zum kleinen Preis. Unter den 5 konventionellen Früchtemüslis gehören die Eigenmarken von Lidl und Aldi zu den Testsiegern. Allerdings sind hier vereinzelt Pestizide nachgewiesen worden. Wer pestizidfrei genießen möchte, ist also mit den Testsiegern unter den Bioprodukten auf der sicheren Seite. Und ich habe da noch ein paar mehr Fragen zum Thema gesundes Frühstück. Zugeschaltet ist uns aus seinem Ernährungswerk in Köln Dr. Stefan Lück. Hallo. Ja, hallo, Herr Juré, hallo zusammen. Hallo. Sie als Ernährungswissenschaftler, was sagen Sie zu den Untersuchungen von Zeitschrift Ökotest? Ich habe so gedacht, teuer ist nicht unbedingt immer gut bei den Inhaltsstoffen. Das habe ich so mitgenommen. Es ist halt so, dass wir auch hier ein bisschen aufpassen müssen und jetzt nicht in Angst verfallen. Es ist wichtig, dass diese Studien, diese Analysen gemacht werden, dass solche Tests immer wieder stattfinden. Wir sehen, es ist notwendig, aber wir brauchen jetzt keine Angst zu haben. Wir sind nicht vergiftet. Aber es gibt schon den Tipp, dass man sagen kann, Bioprodukt ist gut
Und man sollte eigentlich eher die Getreideflocken einzeln kaufen in Bioqualität. Dann ist man sicherer, denn bei diesem ganzen Zusammengestelle in den Müslis, da kann eben schon das ein oder andere dazu rutschen, vor allen Dingen was Pestizide angeht. Also da müssen die Hersteller noch nacharbeiten, dafür gibt es ja die Tests. Aber ich bin sehr dankbar, dass Sie mir keine Angst machen vor Müsli, dass ich also weiter Müsli essen darf. Aber es gibt ja auch die Müsli-Muffel. Für was empfehlen Sie denen vielleicht anstelle des Marmeladenbrots morgen? Ja. Wenn man morgens frühstückt, wann auch immer, dann sollte man das wieder zuführen, was man nachts verloren hat, nämlich Kohlenhydrate in einer komplexen Form, idealerweise, denn das gibt uns langfristig Energie. Vollkornbrot ist das Stichwort und das bitte nicht unbedingt immer mit Süßigkeiten, also Marmelade belegen, sondern vielleicht eher mit Käse, weil das Vollkornbrot liefert uns Mineralien und Vitamine in der einen Form, der Käse liefert uns noch Calcium. Man kann aber auch zum Beispiel Frischkäse nehmen, das ein bisschen frischer ist, aber eben auch dann Tomaten dazu, also was Frisches, Rohkost, damit wir auch die wasserlöslichen Vitamine dazu haben. Zufälligerweise steht genau so ein belegtes Brot hier vor mir. Ja, es sieht gesund aus und Sie haben uns jetzt auch überzeugt, warum es gesund ist. Manche Leute sagen aber, es ist noch gesünder, das Frühstück wegzulassen. Was sagen Sie dazu? Ja, das sollte man zu sagen. Irgendwann sollte man schon anfangen, ein Frühstück zu essen. Das muss ja nicht morgens um 7 oder um 8 Uhr sein. Aber man kann es ja mitnehmen auf die Arbeit. Dann sollte man auf jeden Fall frühstücken. Denn sonst kommt der Heißhunger und wir wissen alle, was dann passiert. Dann kann uns nichts mehr retten. Ja, da wird alles reingestopft, was links und rechts rumliegt. Also Frühstücken hat schon seinen Sinn. Sonst kommt die Currywurst und nicht dieses gesunde Brot. Zurück zu den Müsli-Fans. Früchtemüsli, Sie haben es ja gesagt, kann man auch selber machen. Was wäre da so Ihr Tipp? Also mein Tipp sind erstmal die normalen klassischen Haferflocken. Am besten nimmt man dann wirklich grobkörnige. Und dann eben dazu habe ich hier Dinkelflocken, die kriegt man mittlerweile. Beide kommen mit sehr guten Ballaststoffen daher. Beta-Glucan ist das Stichwort, hilft Diabetes vorzubeugen, hilft aber auch unsere Darmmikrobiom zu unterstützen. Und was ich jetzt noch gleich dazu tue, sind Nüsse. Bevor ich das tue, rühre ich aber erstmal diese Flocken hier mit Hafermilch an. Man kann natürlich auch andere Dinge nehmen. Müssen die eigentlich quellen? Ist es dann noch gesünder, als wenn ich das 2 Stunden früher mache oder so? Muss nicht sein. Es wird einfach ein bisschen leichter verdaulich, weil die Enzyme aktiviert werden. So, was ich jetzt hier mache, ist, dass ich diese Haferflocken hier, die ich eingeweicht habe, schichte in ein Glas, weil ich das morgen mitnehmen möchte auf die Arbeit. Ich mache sogenanntes Overnight Oats. Ja, indem ich jetzt hier erstmal die Haferflocken reingebe, dann die Nüsse dazugebe, dann tue ich wieder ein bisschen Haferflocken dazu. So, dann gebe ich jetzt zum Süßen die sehr zuckerarmen Aprikosen dazu. Upsa. Dann habe ich frisch geschnittene Birnen. So. Zu guter Letzt tue ich den Rest von meinen Haferflocken dazu. Und ganz zum Schluss kann man übrigens jetzt tiefgefroren nehmen, Beeren. Die gibt es ja jetzt noch nicht mehr frisch, ja, jedenfalls nicht mehr aus Europa und nicht mal aus Deutschland, aber die kann man ruhig tiefgefroren machen. Das mache ich zu, ja, binde das mit einem Gummi zu und dann kann ich das über Nacht in einem Kühlschrank kühl lagern und dann habe ich morgen wunderbar ein Overnight-Frühstück und ich muss es nicht um 7 Uhr essen. Gute Idee. Da wird auch der müde Mensch keine Ausrede mehr haben, morgens kein Müsli mehr zu essen, weil es ist ja schon im Kühlschrank.